Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Ihr seht, es ist hier wunderschön am Blühen und das wird es auch zukünftig weiter sein. In diesem Video geht es nämlich um ein Thema, das sehr, sehr kontrovers diskutiert wird und wirklich schon seit ich mich mit Orchideen beschäftige, immer wieder diskutiert wird und man liest es überall. Orchideen benötigen durchsichtige Töpfe. Ist das richtig? Schauen wir doch mal in diesem Video. Wenn wir jetzt diese Orchidee sehen, die ist in Kokosfasern eingepflanzt und wir sehen am Topfrand nicht eine einzige Wurzel. Was wir aber sehen können, ist, dass, doch hier sehen wir die Wurzeln, was wir sehen können ist, dass sie nass sind. Aber das sind nur 2, 3 Wurzelchen, die man so sieht und das ist eigentlich schon das große Geheimnis und die große Überraschung. Es ist viel einfacher bei einer Orchidee, auch jetzt hier wie bei den Catleyen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, die Wurzeln sich anzuschauen, wenn der Topf durchsichtig ist, weil da muss man die Pflanze nicht extra austopfen und reinschauen, denn das mit dem Austopfen und Reinschauen funktioniert ja nicht, wenn die Pflanzen in einem solch lockeren Substrat eingepflanzt sind. Ihr seht, diese Cattleya zum Beispiel ist in einem schwarzen Topf kultiviert worden. Das funktioniert im Grunde auch. Jetzt gibt es immer wieder das Argument, ja, aber Orchideen wie Phalaenopsis, die können ja auch Photosynthese über die Wurzeln machen. Ja, das ist auch richtig. Hier habe ich so ein schönes Prachtexemplar. Und zwar ist das die Phalaenopsis minimark, die ich euch schon mal angedeutet habe, die hier irre viele Blütentriebe macht. Die hat jetzt hier ganz, ganz viele Luftwurzeln, wie sie immer wieder genannt werden. Und in der Tat, die sind grün und die enthalten auch Chlorophyll. Aber schaut euch mal an, die Wurzeln sind silbrig, wenn sie trocken sind. Alles, was silbrig ist, reflektiert das Licht. Ja, und nur im nassen Zustand kommt das Chlorophyll so richtig zum Vorschein. Und die Pflanze kann dann richtig die Sonne aufnehmen, ohne dass da eben diese Schutzschicht außenrum dran ist. Was aber auch, denke ich mal, direkt klar wird, ihr seht, ich verwende hier diese Übertöpfe und das machen mit Garantie über 90% aller Orchideenliebhaber zu Hause, denn dieser durchsichtige Topf ist derartig unattraktiv und die meisten Leute sagen, ja, Plastiktopf ist auch nicht so schön, Kunststoff, wenn das so rumsteht, schöner ist es in einem dekorativen Topf und genau das ist auch der Hintergrund, die Pflanzen wachsen trotzdem. Und das über Jahre, viele Jahre. Man kennt das, die Pflanze steht seit, sagen wir mal, 5 Jahre im Übertopf, wird immer größer, macht immer mehr Wurzeln. Links und rechts kommen die raus. Was einfach darauf zurückzuführen ist, die Pflanze einfach direkt mehr Platz benötigt. Aber nicht, weil sie jetzt die Wurzeln rausschiebt, um einfach mehr Licht zu bekommen. Wenn ihr euch diese Pflanze anschaut, dann seht ihr, diese Blätter sind rötlich. Das sind Anthocyan-Einlagerungen, bedeutet die Hauptphotosynthese bei Phalaenopsis und auch bei allen anderen Orchideen erfolgt über die Blätter. Richtig ist, es gibt Orchideenarten, die bestehen im Prinzip nur aus Wurzeln. Ja, das heißt, die haben gar keinen Spross. Aber das ist wieder eine komplett andere Kategorie, die wird in aller Regel auch nur aufgebunden kultiviert und ist relativ schwierig in der Handhabung. Aber es ist eine Tatsache und die lässt sich so nicht abstreiten. Orchideen brauchen keinen durchsichtigen Topf. Was jetzt nicht unbedingt an der Erfindung für den Übertopf liegt oder dass man sagen muss, man muss mehr Übertöpfe verkaufen oder sowas. Nein, es ist in der Tat so, die brauchen keinen durchsichtigen Topf. Ja, man kann hier richtig schön sehen, wie die Wurzeln sich entwickeln. Das ist eigentlich schon der ganze Gag bei der Sache. Und Wurzelkontrolle bei Phalaenopsis ist durchaus lohnenswert, denn mit gesunder und knackiger Wurzel wächst sich's besser. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen, ihr andere Mythen in Frage stellen wollt, schreibt die doch mal, was ihr alles so kennt, in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, könnt ihr die Kanalmitgliedschaft direkt auf dem Kanal aktivieren bei euch und dann erfahrt ihr, wann welches Video erscheint, beziehungsweise habt auch schon den direkten Zugriff auf die Videos, die schon hochgeladen sind. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Video und tschüss.